Kennt ihr das? Ihr seid oder werdet erwachsen und wollt unbedingt von zu Hause weg und dann zieht ihr einfach in eine Stadt, in der ihr niemanden kennt bzw. nicht einmal zuvor dort wart, zum Beispiel in eine Stadt, die von Tieren bewohnt wird. Damit ihr wisst, was euch erwartet, zeige ich euch heute die ersten 5 Tage Animal Crossing. Animal Crossing ist eine Lebenssimulation von Nintendo mit Tieren und Knuckles, beziehungsweise eine Gesellschaftssimulation, denn das Spiel beschränkt sich nicht einfach nur auf das Leben alleine, sondern auf das Leben in einer Gesellschaft. Animal Crossing wurde ursprünglich in Japan 2001 für den Nintendo 64 unter dem Namen Dobutsu no Mori oder auf Englisch Animal Forest entwickelt und veröffentlicht. Die Entwicklung begann für das Nintendo 64 DD oder DD. Man wollte die integrierte Uhr des Systems für das Spiel nutzen. Da aber das Nintendo 64 DD ein kommerzieller Reinfall wurde, hat man es dann für die Nintendo 64 entwickelt und eine Uhr in die Cartridge eingebaut. 8 Monate nachdem das Original veröffentlicht wurde, erschien dann der Port für die Nintendo GameCube, welche in Japan unter dem Namen Animal Forest Plus bekannt war. Dieser Port enthielt noch ein paar extra Features und nutzte die integrierte Systemuhr vom Nintendo GameCube. Dieses Echtzeitsystem sorgte für den Slogan The Real Life Game that's playing even when you're not. Oder auf Deutsch, das Lebensspiel, das spielt, auch wenn du es nicht spielst. Dieser Port kam in Japan so gut an, dass er dann auch im Westen released wurde, unter dem Namen Animal Crossing. Das Spiel beginnt, indem wir als erstes diesen liebenswürdigen Hund sehen, welcher Gitarre spielt und uns das Spiel einleitet. Danach sind wir in einem Zug, welcher zu unserem neuen Wohnort fährt und dort drin treffen wir auf einen anderen Fahrgast. Dieses Gespräch dient dazu, unseren Charakter zu benennen, das Geschlecht zu bestimmen und in gewisser Weise auch das Aussehen. Und natürlich geben wir unserer neuen Heimat einen Namen. Des Weiteren erfahren wir, dass wir nichts haben. Kein Haus, kein Geld, keine Kontakte. Olli, also dieser Typ da, ruft daraufhin einen Bekannten an, welcher uns eine Bleibe geben kann. Kurze Zeit darauf hält der Zug dann auch am Bahnhof unseres neuen Zuhauses Hyrule an. Und was ist das? Das sind wir. Und mal abgesehen von unserem nicht ganz meinem Geschmack entsprechenden Outfit, haben wir eine komische Mütze mit Hörnern auf. Ich weiß ja nicht, was man sich dabei dachte, aber ich fand schon immer, dass es ziemlich blöd aussieht. Und warum die Hörner? Wenn wir übrigens ein Mädchen spielen, haben wir so einen spitzen Hut auf. In diesem Teil kann man auch die Kopfbedeckung nicht abnehmen oder unabhängig vom Rest gestalten. Wir müssen damit leben. Sobald wir den Bahnhof verlassen, werden wir auch direkt empfangen. Und zwar von diesem Waschbären hier, beziehungsweise von diesem Tanuki, Tom Nook. Tom Nook ist der Bekannte, welcher uns eine Bleibe besorgen kann. Um genauer zu sein, besitzt er gute 4 Häuser und wir haben die Möglichkeit, eines davon zu kaufen. Ich habe mich für das Haus mit dem grünen Dach entschieden. Es sind zwar keine Möbel in dem Haus, wie in allen anderen, aber wir kriegen den Karton und das Tagebuch und das Radio geschenkt. Das Haus kostet uns schlappe 19.800 Sternes. Wir haben leider nur 1000 und damit ist das Haus längst nicht bezahlt. Daher schlägt uns Tom Nook vor, dass wir für ihn arbeiten, um unsere Schulden abzubezahlen. Ja, ihr habt richtig gehört. Das ist das wahre Leben. Rechnung und Knechterei. Nachdem wir aber nun mit der Einleitung durch sind, kommen wir doch zu... Also, nachdem wir das Haus nun gekauft haben und einen Berg von Schulden auf unseren Schultern tragen, dürfen wir auch direkt arbeiten gehen. Wir werden auch noch ausgeschimpft, dass wir uns ein wenig Zeit gelassen haben. Hallo, ich bin seit 5 Minuten in dieser Stadt, habe keine Ahnung von nichts, bin komplett pleite und dazu ist es schon abends. Ein bisschen Verständnis, wenn ich bitten darf. Auf Verständnis können wir lange warten, denn wir werden sofort dazu aufgefordert, diese grässliche Arbeitsuniform anzuziehen. Danach sollen wir die Umgebung des Ladens mit Bäumen und Blumen verschönern, nachdem wir uns genau überlegt haben, wo wir die Blumen pflanzen und zurückkommen, bekommen wir auch unseren ersten Lohn in Höhe von 80 Sternes, welche aber direkt für die Schulden draufgehen. Yay! Danach ist unser Chef so gnädig, uns eine Pause zu geben, damit wir uns bei allen in der Stadt vorstellen können. Als erstes hätten wir da Orangenkopf, ihre direkte Nachbarin Miss Bitte stör mich nicht, den netten Senior Gorilla im Süden der Stadt. Weiter nördlich, Miss, ich bin in pinke Farbe gefallen, den komischen Bären, den keiner mag, und nicht zu vergessen, Jan. Apropos Jan. Diesem guten Mann sollen wir ein Möbelstück liefern, jedoch entschied ich mich, dies auf den nächsten Tag zu verlegen. Am nächsten Tag aufgewacht und fertig für die Arbeit, begegnen wir diesem guten Mann hier. Resetti. Signor Resetti. Dieser Maulwurf klärt mich darüber auf, dass ich meine Konsole wohl ausgemacht habe, ohne zu speichern. Ups. Und verwarnt uns noch einmal.
Dieser Maulwurf wird übrigens jedes Mal auftauchen, solltet ihr das Spiel ausmachen, ohne zu speichern. Egal in welchem Animal Crossing. Er wird dabei auch von Mal zu Mal wütender und nerviger, also speichert immer schön. Nachdem das geklärt ist, machen wir uns auf den Weg zu Jan, weil wir ihm noch etwas liefern müssen. Ich mag Jan, er schenkt uns sogar ein Möbelstück dafür. Apropos Möbel, ich habe mich auf der Müllkippe umgeschaut und siehe da liegen Möbel. Frage mich nur, wer einen Royalschrank und eine Rakete wegwirft. Zurück bei Tom Nook will er, dass wir wieder etwas ausliefern. Doch wir, die Arbeiter, beschweren sich, dass das Ausliefern viel zu schwierig ist, wenn man keine Karte hat. Er zeigt zwar nicht viel Verständnis, aber wir haben unser Ziel erreicht. Unsere nächste Aufgabe ist dann ein Werbebrief. Der gute Mann gibt uns nur ein Blatt Papier und überlässt uns, was wir schreiben. Natürlich helfen wir dem Tanuki, beziehungsweise wir helfen uns. Wir nutzen diese Chance, um einen Hilferuf auszusenden, um auf unsere Knechterei aufmerksam zu machen. Das ist menschenunwürdig. Aber das sind doch auch alles Tiere. Ach, sei ruhig. Hallo, hier ist Fulltime. Bitte hilf mir, dieser Tanuki hat mich versklavt. Ach ja, ich soll dir sagen, dass du bei ihm weiter einkaufen sollst. Bist eine gute Kundin oder so. Diesen Brief bringen wir dann auch zum Postamt, damit er verschickt wird, anstatt dass man den einfach direkt übergibt, was auch immer. Ach ja, und hier eine random Szene, wie ich eine Orange esse. Da es dem guten Tanuki zu lange gedauert hat, zahlt er uns nun weniger. Nie wieder Orangen zwischendurch essen. Da dem Guten nichts einfällt und seine Lieferung im Verzug ist, gibt er unsere Arbeitskraft einfach an andere weiter. Demnach sollen wir einfach Leute fragen, ob die was für uns zu tun haben. Nicht, dass wir mal Pause machen können. Wozu auch? Naja, die nächsten Aufgaben sind einfach belanglose Lieferungen, bis wir eine Axt zum Ausliefern bekommen. Das war ein Fehler. Er sieht also das Leuchten in meinen Augen. So. Wie jetzt? Warum kann ich das nicht einfach auspacken? Das ist Betrug. Betrug, sag ich. Wenn du Bäume fällen willst, kaufe eine eigene. Genau, ich wollte Bäume fällen. Die Axt bringen wir übrigens Monique. Das ist die von uns den Werbebrief bekam. Ich will ja nicht nörgeln, aber das ist echt kein schöner Brief. Den kann man nicht zeigen. Wie jetzt? Kein schöner Brief. Du sollst mir helfen. Du hast mich im Stich gelassen. Naja, was soll's. Unsere nächste Aufgabe besteht darin, einen Werbeslogan ans schwarze Brett zu heften. Lasst mich mal überlegen. Wie kann ich den Mann am besten ruinieren? Tom Nook beschäftigt Kinder in seinem Unternehmen. Die Bedingungen sind schlecht. Kein Lohn und die Uniformen sind hässlich. Das ist perfekt. Wenn das erledigt ist, sind alle Aufgaben fertig und wir werden entlassen. Insgesamt hat diese ganze Arbeit uns 1400 Sternes eingebracht. Das bedeutet, unser Kredit ist längst nicht zurückgezahlt. Wenn du ungefähr 1000 Sternes pro Woche zurückzahlen würdest, wäre ich sehr zufrieden. Ansonsten hetze ich dir den Waschbären-Schlägertrupp auf den Hals. Ich wusste es doch. Er ist ein verdammter Kredithai. Da wir nun frei sind, müssen wir auch selbst Geld verdienen. Das tun wir zum Beispiel, indem wir Orangen verkaufen, von dem Geld eine Schaufel kaufen und danach Fossilien graben. Manchmal finden wir aber auch Gold. Oder diese Gyroids hier. Das Problem mit den Fossilien ist, dass wir sie erstmal identifizieren müssen, damit sie einen Wert bekommen. Dafür müssen wir aber erstmal die Fossilien per Post an das Museum schicken. Nicht das Museum hier in der Stadt, denn hier ist nur ein verdammter Student. Also müssen wir das irgendwo anders hinschicken, damit die das analysieren und uns wieder zurückschicken. Demnach sind wir für heute fertig. Am dritten Tag ist nicht viel passiert. Wir kriegen einen netten Brief von unserer Mutter, die sagt, dass die Tiere stinken, verschicken unsere Fossilien und graben ein paar neue aus. Wir stellen auch fest, dass Tom Nook wieder nur eine Schaufel im Angebot hat. Da hatten wir Pech. Denn ich habe auf eine Angel gehofft, mit welcher man auch im Winter recht gut Geld verdienen kann. Alternativ hätte auch ein Kescher da sein können, welcher uns aber nicht viel im Winter bringt. Allgemein war das ein recht unereignisreicher Tag, daher machen wir auch einfach mal früh Feierabend. Am vierten Tag bekommen wir all die Fossilien analysiert zurück und anstatt diese dem Museum zu spenden, verkaufen wir sie einfach. Warum sollte ich das stiften, wenn ich damit einen Haufen Kohle machen kann? Nimm das, Geschichte! Nachdem wir alles verkauft haben, sind wir stinkreich. Aber uns fällt da noch etwas ins Auge. Und zwar verkauft heute Tom Nook einen Kescher. Diesen können wir uns nicht entgehen lassen. Ich habe große Dinge geplant. Große Dinge, sag ich euch. Bevor wir unsere großen Pläne in die Tat umsetzen, besuchen wir doch ein paar Bewohner. Und ich habe ein Wort, um alle zu beschreiben. Unheimlich. Ich meine, irgendwas ist einfach ein wenig unheimlich an diesen Wohnungen. Schaut es euch doch einmal an und hört die Musik dazu.
Ach ja, unsere großen Pläne. Wisst ihr noch, wie ich Monique um Hilfe angefleht habe und sie nichts unternahm und einfach nur meinte, der Brief wäre nicht schön gewesen? Nun kriegst du alles zurück. Na, wie gefällt dir das? Musst dich gar nicht so darüber aufregen. Du hast mich in der Sklaverei zurückgelassen. Um danach noch mehr Frust rauszulassen, zerstöre ich alle Blumen vor Tom Nooks Laden. Ach ja, ein neues Nashorn ist in die Stadt gezogen. Das ist Roswitha. Aber ich mag Roswitha nicht. Und die Hörner von Nashörnern bringen viel Geld. Also, ab in den Kescher mit dir. Hör auf, dich zu wehren. Dann halt nicht. Abschließend zahlen wir unseren Kredit zurück. Und zwar komplett. Yep. Keine Schulden mehr, bis dieser verdammte Tanuki und seine Hausvergrößerung aufschwatzt und wir dann somit wieder neue Schulden haben. Verdammt, sagst du! Verdammt! Am Ende reden wir nochmal mit Monique. Diese Tierchen hier nämlich scheinen nicht ganz helle zu sein. Obwohl ich sie hier verprügelt habe, wie sonst was, redet sie wieder ganz normal mit mir. Also merkt euch, Leute, wenn ihr andere im echten Leben schlägt, dann haben diese alles nach 5 Minuten vergessen. Aber auch nur, wenn ihr den Kopf trifft. Fulltime Games hatte für nichts. Das war alles nur Sarkasmus. Sollten Sie das nicht verstanden haben, konsultieren Sie umgehend einen Arzt oder einen Anwalt und lassen Sie sich Verstand einprügeln. Bei unerwünschten Nebenwirkungen fragen Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker. Also wenn das heute kein erfolgreicher Tag war, dann weiß ich auch nicht weiter. Gute Nacht. Am 5. Tag ist es endlich soweit. Wir können eine Angel kaufen! Yay! 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 Damit haben wir nun die wichtigsten 3 Werkzeuge zusammen. Um unseren Erfolg zu feiern, schubsen wir dieses pinke etwas ein wenig durch die Gegend. Und siehe da, die Tiere reagieren darauf. Das wollte ich unbedingt einmal ausprobieren. Nachdem wir unsere Mitbürger genug gequält haben, obwohl davon kann man nie genug kriegen, schauen wir uns mal unser größeres Haus an. Und natürlich müssen wir es passend zur neuen Größe einrichten. Ich finde es super. Und jeder, der etwas anderes behauptet, lügt und kriegt den Kescher zu spüren. Wisst ihr, nachdem ich meine Wohnung neu eingerichtet habe, ist mir aufgefallen, dass es vielleicht eine gute Idee wäre, allgemein etwas Neues zu sehen. Also entschied ich mich mit dem Zug zu verreisen. Und zwar nach Puls. Im Zug treffen wir dann auch auf den Typen hier. Mit ihm dürfen wir übrigens immer reden, wenn wir mit dem Zug reisen. In Puls angekommen, merkt man, dass die Stadt nicht sonderlich anders aussieht. Ein paar Häuser hier und da sind anders. Es gibt andere Bewohner und die wichtigen Gebäude, wie zum Beispiel der Laden oder das Postamt, sind auch an einer anderen Position. Normalerweise sollte es hier auch andere Früchte geben, welche man mitnehmen kann und selbst bei sich anbauen kann. Leider sind es ja auch nur Orangen. Wären es zum Beispiel Äpfel gewesen, hätten sie in der eigenen Stadt den 5-fachen Wert gehabt. Was auch anders ist, dass es hier einen anderen Bewohner gibt. Natürlich haben wir hier kein eigenes Haus, aber es ist eins besetzt und zwar von Easter SS. Was für ein merkwürdiger Name. Was auch immer. Schauen wir uns doch hier einmal um und gucken, wer hier alles so wohnt. Lustigerweise habe ich festgestellt, dass 2 Bewohner aus meiner Stadt in Animal Crossing New Leaf hier wohnen. Und zwar Rudolf, welchen ich mag, und Mandy, welchen ich nicht mag. Bevor ich mich aber mit allen Bewohnern unterhalte, angle ich mal ein wenig. Vorsicht, das ist so spannend, ihr könntet einen epileptischen Anfall davon bekommen. Und wir besuchen das Fundbüro mit dem besten Polizeiwachhund aller Zeiten. Denn er ist wirklich ein Hund. Und naiv dazu. Man muss einfach sagen, dass dieses Item hier zum Beispiel einem gehört und dann bekommt man es auch einfach. Genau wie im echten Leben. Naja, bevor ich mich auf die Heimreise mache, dachte ich mir, ich könnte ja was zu essen mitnehmen. Wie zum Beispiel Geflügel. Geh ins Netz, du Vogel! Werde ich nicht. Das ist ganz natürlich. Irgendwann habe ich beschlossen, dass ich die Bewohner genug terrorisiert habe und deswegen die Heimreise antreten werde. Dann brach der 6. Tag an und es war nichts mehr so, wie es vorher mal war. Aber hey, jetzt passe ich perfekt zu den Gyroids. Zusammenfassend kann ich sagen, dass Animal Crossing ein reiner Zeitvertreib ist. Man macht eigentlich überhaupt nichts. Und trotzdem gibt es Unmengen an Kram zu tun. Besonders wenn man regelmäßig spielt, hat man mal immer wieder Events, spezielle Besucher und all sowas. Allgemein würde ich sagen, dass Animal Crossing eine sehr entspannende Spielereihe für zwischendurch ist. Genau aus diesem Grund würde ich eher zu einem der Handheld-Teile raten. Besonders den 3DS-Teil, denn ich spiele ihn in letzter Zeit und er hat wirklich eine Menge sinnvoller Erweiterungen. Insgesamt ist jeder neue Teil besser als der davor und demnach steht das Original tief im Schatten der Nachfolger. Willkommen zur Endcard. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt doch einen Daumen nach oben. Wenn nicht, dann
Schade. Wenn ihr dem Kanal beim Wachsen helfen wollt, dann teilt doch dieses Video. In der Mitte könnt ihr abonnieren und hier geht es zu 2 weiteren Videos. Im letzten geht es um Portal. Und wenn ihr mehr Bock auf ein Spiel habt, das auch auf die Gamecube geportet wurde, dann könnt ihr euch das Video zu Sonic Adventure DX anschauen. Ansonsten könnt ihr mir auf Twitter folgen und so immer bei YouTube und kommende Streams informiert sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.